Ghostface ist zurück und es muss ja ein neuer Killer unter dem Kostüm stecken. Da fragen wir doch mal direkt nach. Ihr hört Fufis, Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von Film TV, präsentiert von Newsedu, die News-App für euer Handy mit Nachrichten ganz nach euren Interessen. Und da findet ihr auch uns, Film TV, mit News und Hintergründen. Wählt einfach Film TV als Topic aus auf newsedu.com. Courteney Cox kennt ihr vor allem aus der Dauerbrenner-Serie Friends, aber auch als Gale Weathers natürlich in Scream, wenn ihr ein Horrorfan seid. Sie ist schon richtig lange dabei, auch jetzt wieder. Wo steht denn Gale am Anfang des neuen Teils, Courteney? When I read it, I was like, oh, I like when Gale is really cutting and competitive. So that was my only note, just to make sure we keep her that way, because there's a lot of emotions in this film, and a lot of heightened emotions, and things have changed. Like Gale, she's moved to New York. She works on a morning show. She's become more successful and more sophisticated. And she's no longer with Dewey. Gale hat also Karriere gemacht und hat auch nichts mehr mit Dewey zu tun. Und eigentlich ist sie sozusagen voll raus aus diesem Scream-Kosmos. Trotzdem wird sie natürlich wieder in die Ereignisse verwickelt. Was erwartet uns im neuen Teil? Warum sollen wir den gucken, Courteney? I want them to see this incredible cast. I want them to laugh, to have the same kind of interesting callbacks. I want them to, they're going to experience a movie that's very similar to the first one. It's scarier, probably. It's how many, what was 25 years ago? So it's up to date in a different way. Even though Scream will always be classic, this is just like an updated, cool, hip, scary, funny movie. Es ist gruseliger als Teil 1 und das will eigentlich schon was heißen, ehrlich gesagt. Dazu ist der Film hip, cool, witzig und einfach toll, sagt sie. Was bedeutet für dich, Courteney, eigentlich die Scream-Reihe? Also kannst du in Worte fassen, warum die so viele Fans hat? When Scream came out, it was just such a unique film. The horror genre had kind of, it felt like it had been played out a little bit. And all of a sudden, Kevin Williamson writes this script where he, poked fun at other horror films, and there was a lot of humor in it, and it was so scary. And I just think it was a big part of pop culture. So I think that first Scream will, I think, be around forever and ever and ever and be always looked up to and looked back at as one of the great ones. Als Scream rausgekommen ist damals, da war das Horrorgenre ein bisschen ausgelutscht, sagt sie. Und dann kam eben diese neue Geschichte, die nicht nur sehr gruselig war, sondern auch sehr witzig. Und genau deswegen wird Scream immer was Besonderes sein, weil es dem Horror zu diesem Zeitpunkt neues Leben eingehaucht hat. Im neuen Scream wird auch Dewey wieder mit dabei sein, wieder gespielt von David Arquette. David, kannst du dich noch an deine erste Reaktion erinnern, als man mit der Fortsetzung an dich rangetreten ist? So when I got the script for the new Scream, I was really impressed again. It really did a similar thing where it took all this information that we've learned and all this technology and all these advancements and the love for like the fandom out there for people in horror films and the Scream franchise in general, and really like took all those things into consideration. It was really well written, really witty, really scary, and I thought it was a great tribute to sort of the legacy that Wes and Kevin Williamson had created to start with. Kurz gesagt, es war ein tolles Drehbuch und eine Hommage an die Originalfilme und genau deswegen hat er auch mitgemacht. David, du kennst ja schon den ganzen Film, wir noch nicht. Worauf freust du dich am meisten, wenn die Zuschauer dann jetzt den Film im Kino sehen werden? I'm really excited for audiences to see this incredible world that they've been a part of for 24 years and these characters that they've loved, and to see how they've, progressed and where they're at, and, and I'm excited to scare them. I'm excited for them to laugh, and I'm excited for them to see this new group of incredibly wonderful actors just giving incredible performances. I'm also excited for people to see Dewey and Gale together on screen again. And Neve, I'm really excited for Neve to come back and the feeling that people get where she's like this badass again.
Man hört richtig, wie er sich darüber freut. Eigentlich auf alles. Ich glaube, man kann sagen, er will sehen, wie euch dieser Film umhaut. Auch die neuen tollen Schauspieler im Cast, die dazugekommen sind, abgesehen von den klassischen bekannten Stars. Neve Campbell spielt auch wieder mit als Sidney Prescott. Die kennt ihr schon. Die ist ja die Frau, die niemals umgebracht werden kann anscheinend. Neve, was kannst du uns über die neuen Kollegen am Set verraten? They're amazing. This young cast, they're just... First of all, they're Uber fans, which was so sweet. They're just so excited to be a part of the franchise, a part of these films, and so excited to meet David and Courtney and myself. And they're just, I don't know, something about this generation. They're just really special. You know, they've got it together. They're disciplined. They're committed. They have a love for the art. They have a love for these movies. And they're really just a sweet gang. So it's been a real pleasure. Die Neuen waren schon Fans der Reihe und noch dazu extrem professionell und diszipliniert am Set. Also eine echte Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten, sagt Neve. Jetzt ist es ja nicht selbstverständlich, dass alle alten Stars überzeugt werden können, bei einer solchen Fortsetzung wie bei Scream jetzt mitzumachen, nach so vielen Jahren. Warum bist du nochmal dabei? I read the script and I thought they did a great job. I had been apprehensive about doing another one without Wes. But Matt and Tyler sent me a really beautiful letter expressing how they became directors and were making this movie because of these films, and that they were huge fans of Wes and that they really wanted to honor him and honor his voice. And that meant the world to me to read that letter. So that was definitely a big selling point for me. And then the fans, I just know that there's a real draw. The fans love these films, and people always ask me, fans on the street will always ask me, "Are you gonna make another one?" So it's fun to get into it again and give that, Das Skript war es also auch bei ihr. Es scheint wirklich sehr gut zu sein. Noch dazu haben die Macher ihr einen tollen Brief geschrieben. Sie haben erklärt, dass sie die Originale lieben. Und natürlich wollte sie auch den Fans was Gutes tun, denn die fragen sie immer noch nach all den Jahren, ob sie nicht doch nochmal als Sidney Prescott zurückkommen könnte. Jetzt kann sie. Und ihr dürft dafür ins Kino gehen. Scream mit den alten Haudegen, Courteney Cox, mit David Arquette und mit Neve Campbell gibt es jetzt im Kino. Mit dabei aber auch zum Beispiel als neuer Dylan Minnette. Den kennt ihr aus Tote Mädchen lügen nicht, der Netflix-Serie. Und alle fragen sich, logischerweise, wer ist der neue Ghostface? Findet vielleicht am besten selber raus und schaut den Film.